Und wir kamen dann auf dieses Thema und ich habe Christina gefragt, sag mal, ist das denn vielleicht im Seelenplan sowas, dass jemand sich komplett von der Liebe abtrennt? Kann sowas auf einem Seelenplan sein oder ist es ein kosmischer Unfall und gibt es überhaupt kosmische Unfälle? Christina, wie siehst du das? Also, ob es kosmische Unfälle gibt? Ich sage das jetzt mal von der Erde aus. Es gibt ja viele verschiedene Planeten und da habe ich jetzt nicht den Überblick, was die dort tun. Aber wir hier auf der Erde, hier gibt es ja schon sehr viel Seltsames. Und ob das ein kosmischer Unfall war? Es ist schon so, dass am Anfang, als die Menschheit entstand, da war das nicht geplant, dass die Menschheit so seltsam wird. Und von dem her kann man schon sagen, dass es irgendwie ein Unfall war. Weil also nichts entsteht aus nichts. Alles, was existiert, wurde mal von irgendjemandem erschaffen. Und all das, was wir sehen, das war ja, bevor es halt in der Form da gewesen war, ist. Davor war das schon feinstofflich auf anderen Ebenen da. Also nicht in der gleichen Form, aber wenn man etwas auf der physischen Ebene hat, dann muss ja vorher die Information feinstofflich auch schon da gewesen sein. Weil das verdichtet sich ja runter. Und wenn wir einen Plan, eine Vorstellung haben, und diese Vorstellung, die ist in einer höheren Dimension, dann ist diese Vorstellung ja in dem Moment auch auf die Liebe ausgerichtet. Weil in höheren Dimensionen, da gibt es diese Wesen nicht, die sich von der Liebe abgetrennt haben. Also dort sind alle nur liebevoll und dann ist halt das, was dann daraus entsteht, auch nur liebevoll. Und wenn es einen Plan gibt, der dann nicht auf dieser Ebene bleibt, sondern wie runter auf andere Ebenen geht, dann kommen ja automatisch auch andere Wesen dazu, die da auch irgendwie dann halt mit drin sind. Einfach weil jede Dimension ja gewisse Wesen hat, die dort leben. Und wenn man jetzt seinen Plan in eine andere Dimension tut, dann ist dieser Plan dann auch bei diesen Wesen. Und das Problem ist halt dann, wenn es Wesen gibt, die keine Verbindung zur Liebe haben, weil die denken ja ganz anders
Und die haben ganz andere Vorstellungen davon, was gut ist und wie die Dinge sein sollten. Und bei der Menschheit, da war es ja ganz am Anfang so gewesen, dass sie auf Liebe basiert. Und wenn wir dann als Mensch inkarniert haben, dann haben wir auch nicht vergessen, wer wir sind. Also dieses Wissen, das hatten wir noch. Und ja, dann ist halt auch die Gesellschaft anders, weil man einfach andere Dinge weiß. Und das mit der Menschheit, das ist dann aus meiner Sicht schon ein bisschen schief gegangen, weil dann halt Wesen dazu kamen, die eben keine Ahnung von Liebe haben. Also auch nicht unbewusst. Es gibt ja Menschen, die sind zwar auf ihrer Seelenebene, da haben sie Liebe, aber so wie sie auf der Erde leben, das sieht dann nicht liebevoll aus. Einfach weil sie so viele Schichten haben zwischen ihrem Tagesbewusstsein und ihrer Seele. Aber in ihrem Kern sind sie ja trotzdem liebevoll. Und dann gibt es eben andere Wesen, die sind nicht nur in ihrem Tagesbewusstsein von der Liebe getrennt, sondern auch auf ihrer Seelenebene ist nicht das richtige Wort, weil Seele ist für mich Liebe, aber halt, also auch das höhere Selbst von diesen Wesen ist nicht an die Liebe angebunden. Und wenn dann solche Wesen auf die Erde kommen, dann verhalten sie sich auch so. Also all die Menschen, die kein Gewissen haben, davon gibt es ja einige hier auf der Erde, die haben ja, also viele zumindest, die haben ja auch auf ihren höheren Ebenen keine Liebe. Das sind einfach Wesen, die inkarniert sind, die sich von dem abgetrennt haben. Und ob das auf dem Seelenplan ist, dass man sich abtrennt, also ich kann mir das nicht vorstellen, aber das ist halt sowieso so, dass wir uns das nur schwer vorstellen können, dass es solche Wesen überhaupt gibt, weil das Gegenteil ist von dem, was wir sind. Was es gibt, wenn unlichte Wesen inkarnieren, dann machen die ja auch einen Seelenplan. Und bei denen ist es dann so, dass sie irgendwie Dinge einplanen, die aus unserer Sicht irgendwie sinnlos sind. Die sind komplett anders, die denken anders, die sind irgendwie um 180 Grad verdreht.
Und so kommt dann irgendwie auch ihr Seelenplan raus. Aber die merken das halt nicht und darum ist ihnen das irgendwie egal. Und alles, was wir tun, hat ja eine Wirkung. Und das senden wir ja energetisch aus. Und das kommt dann irgendwann wieder zu uns zurück. Egal, ob das in dieser Inkarnation ist oder in 2 Leben später. Aber irgendwann kommt das wieder zu uns zurück. Und das geht ja auf beiden Seiten so. Wenn wir schöne Dinge tun und wenn wir Dinge tun, die eben nicht so schön sind. Und das Gute daran ist, wenn wir merken, dass wir, egal wann das gewesen war, dass wir mal etwas gemacht haben, wo wir mit unserem heutigen Bewusstsein wissen, dass das nicht gut war, dann können wir das Karma, was dadurch entstanden ist, das können wir dann wieder auflösen, wenn wir ein Verständnis für uns bekommen, wenn wir uns vergeben und dann, also das löst das wie auf. Weil die Liebe, die kann das heilen. Und wir müssen das natürlich ehrlich meinen und dann funktioniert das. Also es gibt diesen Ausgleich, dass wir das bekommen, was wir aussenden, aber wir können mit der Liebe auch Dinge, alte Dinge auflösen. Und dann können wir etwas Neues beginnen, ohne die alten Dinge. Weil Karma und dass wir immer das zurückbekommen, was wir aussenden, das ist ja einfach wie ein Gesetz, das einfach so funktioniert. Da ist ja kein Wesen, was irgendwie über uns bestimmt. Und wenn wir etwas Seltsames gemacht haben und wir bekommen dieses Seltsame zurück, dann bestraft uns auch niemand. Das ist einfach ein Gesetz, was so funktioniert. Und wenn wir aber erkennen, was wir hätten anders tun können, dann fällt wieder Ausgleich weg, weil er ist ja nicht mehr nötig. Wir haben es ja schon gelernt. Und wenn wir Dinge lernen möchten, dann müssen wir uns ja dafür auch selber reflektieren. Und das ist eigentlich was ganz Wichtiges, weil zum einen
sind wir alle ein bisschen seltsam, sobald wir hier sind. Wir haben ja alle Muster, die uns blockieren und blinde Flecken, Dinge, die wir noch nicht gelernt haben. Und damit wir diese Dinge auflösen können, nur schon dafür müssen wir uns ja selber reflektieren können. Wir können meistens ja nur das ändern, was wir auch kennen. Und das andere, warum das wichtig ist, dass wir uns selber reflektieren. Sobald wir mit anderen Menschen gemeinsam etwas tun, spiegeln wir uns ja gegenseitig. Und weil wir alle ungelöste Dinge in uns haben, also wir haben alle ungelöste Dinge in uns, und wenn wir das aber nicht anschauen können und wenn wir das nicht verändern können, dann haben wir irgendwann Probleme damit, wenn wir mit anderen zusammenarbeiten. Also zum Beispiel, wenn wir eine Gemeinschaft machen wollen, wo dann verschiedene Menschen zusammen sind. Und manchmal ist es ja so, dann fangen alle Menschen damit an und alle meinen es gut, die da dabei sind. Und irgendwann gibt es einen Konflikt und das kann man ja gar nicht vermeiden. Dafür sind wir alle zu seltsam. Aber die Frage ist ja, wie wir damit umgehen. Und manchmal gibt es ja Gruppen, die haben zwar eine gute Idee, aber irgendwie funktioniert das dann trotzdem nicht und dann gehen sie wieder auseinander. Einfach weil wir, wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind, dann spiegeln wir uns gegenseitig. Also nicht immer, aber manchmal. Und darum ist es ja wichtig, dass wir dann wissen, wie wir damit umgehen. Weil solange wir hier auf der Erde sind, werden wir immer wieder irgendwelche Themen haben. Nur schon, weil wir die ganzen Glaubenssätze von unseren Vorfahren, die haben wir ja auch alle in uns drin. Und die einen, die sind gut für uns und die anderen, die blockieren uns. Und das ist halt eine sehr, sehr große Ansammlung. Und wenn wir unseren Körper verlassen, dann lernen wir auch weiter.